Und mit diesen Bildern der Sanddünen aus der sogenannten kalten Wüste, willkommen aus dem Norden von Pakistan und dem Karakorum-Gebirge, wo wir seit einigen Tagen mit unserem Camper stehen und dort die Ruhe und Einsamkeit genossen haben. Und Pakistan ist übrigens echt ein sehr spannendes Land. Ich meine, ihr habt das ja wahrscheinlich vor ein paar Jahren in den Nachrichten und so mitbekommen. Nicht mal 100 Kilometer von Islamabad ist der Ort, da sind wir auch durchgefahren. Abbottabad, wo damals Osama Bin Laden erschossen wurde. Hier gibt es auch im Nordwesten Taliban-Stämme. Das ist dann ja auch nicht weit weg von der afghanischen Grenze und so weiter. Diese Region hier, Gilgit-Baltschistan, gilt aber als eine der sichersten. Trotzdem ist die Regierung, die soll zwar über ganz Pakistan herrschen, aber so in den Bergen und so zählt wohl diese Stammesregierung eigentlich immer noch ein bisschen mehr. Und die Regierung in Islamabad hat so gar nicht so viel Gewalt und so viel Macht hier sozusagen. Und Pakistan ist natürlich auch sehr spannend, weil die Briten ja damals Indien und Pakistan einfach so unterteilt haben. So, das kriegen die Hindus, das kriegen die Moslems. Das Problem mit Pakistan ist halt, dass quasi hier sehr wenige Ressourcen sind. Also alle wichtigen Häfen, alle reichen Städte sind quasi nach Indien gegangen, was halt auch so ein bisschen so ein Grund ist, weswegen Pakistan leider bis heute ein sehr armes Land ist, mit wenig Ressourcen und dann noch mit dem Terror und den Amis hier und so weiter. Aber ja, umso cooler ist es irgendwie dann mitzubekommen, wie die Leute hier leben, wie offen sie sind und was darüber zu lernen und das ein bisschen mehr zu verstehen, warum das hier so ist, wie es ist. Was ist die Buchempfehlung dazu? Ah ja, Prisoners of Geography, ich denke mal auf Deutsch dann Gefangene der Geografie. Das ist ein super spannendes Buch, weil man halt voll viel lernt darüber, warum bestimmte Grenzen so sind, wie sie sind. Auch quasi, warum Russland so ein krasses Verhältnis zur Ukraine hat und so weiter. Kann ich sehr empfehlen. Man lernt echt viel darüber, wie auch die EuropäerInnen ja überall auf der Welt einfach mit dem Lineal Grenzen gezogen haben, die aber eigentlich gar keinen Sinn machen, weil Stämme halt ganz anders leben und ethnische Gruppen ganz anders verteilt sind als diese künstlichen Grenzen, die mit dem Lineal gezogen wurden. So, wir fahren heute mal weiter nach langer Zeit. Kaum zu glauben, wir verlassen nach wirklich langer Zeit diesen Stellplatz. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, unser Visum ist inzwischen abgelaufen. Wir sind jetzt, keine Ahnung, halb illegal in Pakistan. Ja, 2 Wochen kann man halt länger bleiben, ohne dass was passiert. Und ab einem Monat kostet das dann ein bisschen was. Aber also ich habe da jetzt schon 1000-mal angerufen, E-Mails hingeschrieben und im Notfall fahren wir da halt dann einfach nach unserer Zeit im Norden nach Islamabad und sagen, hier Leute, ist der Beweis, so wenn ihr euch nicht meldet. Ja. Was sollen wir machen? Und es ist halt komisch, wir haben ja jetzt schon mehrfach unser Pakistan, also zweimal unser Visum beantragt, weil wir jetzt schon zum 2. Mal hier sind. Und das eine Mal, das ging echt innerhalb von 1 oder 2 Tage, hatte man das sofort. Und wenn man eine Mail geschrieben hat, haben die sofort geantwortet. Ja. Und jetzt seit 2 Wochen melden die sich nicht oder 3 Wochen bald, keine Ahnung. Ja, und ich habe sogar eine Nummer von Freundinnen, die auch schon mal ihr Visum verlängert haben hier, wo ich jetzt 1000-mal schon angerufen habe. Und entweder es sagt halt, die Nummer ist gerade beschäftigt oder es tutet halt und niemand geht ran. Also so, da muss ja jemand sein, der das dann anscheinend mal abnimmt. Oder, also wir verstehen es nicht so ganz, aber in Pakistan ist es halt echt nicht so schlimm zum Glück. Es kostet halt nicht super viel und wir werden uns da schon irgendwie rausreden. Sowas lernt man ja auch. Und ja, was sollen wir machen? Jetzt panisch irgendwie ausreisen, irgendwo hin in die Hitze, bringt auch nicht so viel. Wir könnten jetzt halt nach Islamabad fahren, aber das wären halt wieder 5 Tage hin nach Islamabad und 5 Tage zurück und das wollen wir uns einfach gerade nicht antun. Das ist halt Stress und so. Also ja, auch ein großes Privileg, dass wir im Notfall halt wissen, wir können das Geld bezahlen, der Visumsverlängerung und so weiter. Jetzt geht es aber erstmal weiter. Wir wollen ja noch ganz viel sehen. Ja, heute ist das Wetter nicht so gut, aber trotzdem fahren wir mal weiter. Gucken nochmal in die Richtung, Hier sind irgendwelche hohen Berge. Mal sehen, was wir hier noch so sehen können. Und wir sind ja hier in Skardu und man kann noch 100 Kilometer weiterfahren. Da ist dann irgendwann die Straße Ende nach Kap Blu. Genau, das haben wir auch empfohlen bekommen.
eben wieder richtig lustig. Also gut, das ist vielleicht auch so deren Smalltalk-Anfang. Aber ich meine, wir stehen jetzt hier an so einem Aussichtspunkt und dann kam eben wieder jemand. Hallo, habt ihr ein Problem? Könnt ihr Aber euch ich finde es helfen? voll nett. Das ist Ja. also, ich dachte erst, weil der hatte auch so sein Handy in der Hand. Jetzt kommt die Selfie-Frage. Wie gesagt, verstehe ich auch, ne? Wir sind ja was sehr Außergewöhnliches so, aber er war halt echt nur so, habt ihr ein Problem? Ich so, nee, alles in Ordnung. Wir nutzen hier das Internet, genießen die Aussicht und dann war es auch okay. Ja, ja. Aber naja, besser so schon, als wenn die auch heimlich jetzt Fotos machen oder so, sondern sie versuchen ja dann mit uns zu interagieren. Naja, ist aber auch schon lustig, wie oft wir gefragt werden, ob wir ein Problem haben, wo wir einfach nur normal irgendwo parken, Ja. wo auch andere parken. Ja, das ist schon lustig. Naja. Also ja, man kann nicht einfach irgendwo stehen bleiben. Dann hat man ein Problem. Immer weiterfahren, immer weiterfahren. Okay, wir fahren jetzt auch weiter. Genau. So cool, jetzt sind wir fast am Stellplatz angekommen, haben noch mal im Dorf gefragt, wo es denn hier Gemüse gibt. Er meinte halt so beim Markt, der wir gefragt haben. Und jetzt hat er aber gesagt, ich kann euch da kurz hinfahren und dann könnt ihr zurücklaufen. Jetzt steigen wir wieder in irgendein fremdes Auto ein und lassen uns da hinfahren. Ah, okay. It's a very good area. Yeah. Yeah, road to Hush is very bad, I heard. No, Not, until Kande is very good. Then Okay. is no cemented. so, wir haben es jetzt hier in diese Stadt geschafft, nach Kaplu rein. Und wir haben hier bei diesem Gemüsestand etwas Gemüse gekauft. Es gab aber nicht mehr so viel, weil es waren jetzt mehrere Tage lang die Straße nach Gilgit, also komplett hier quasi alles geschlossen. Also hier kam jetzt nichts mehr her, deswegen ist das Gemüse gerade nicht mehr so gut. Nee, sehr Müssen wir in ein schlechte paar Tagen noch Qualität. mal gucken. Aber wir wurden auch jetzt schon wieder eingeladen und sollen an seinem Dorf vorbeikommen und er war mega nett und so. Das war Naja. jetzt irgendwie wieder voll das erfrischende, nette Erlebnis. Aber er ist ja auch so ein Tourist Guide, also der macht auch so Bergtouren mit Leuten. Da bin ich dann auch immer ein bisschen skeptisch. Ne? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch einfach nicht. Ja. Und er wollte ja jetzt auch nichts oder so. Nee. So, in so einer kleinen Nebengasse haben wir jetzt hier nochmal den Brotladen gefunden. Und ist ja richtig geil, wie die das immer machen, alles so per Hand. Und dann wird dieses Brot in so einen Ofen an die Wand geklatscht und dann backt es da für ein paar Minuten und dann ist es auch schon fertig. Ja, und gut, dass wir hier nicht mit unserem Van in diese Stadt reingefahren sind. Der Weg hierher war eigentlich ziemlich gut. Also die Straße war jetzt nicht mehr ganz so gut wie vorher, aber es war okay, es ging noch. Und es war kaum Verkehr, das ist irgendwie das richtig Gute hier in dieser Gegend in Nordpakistan. Nicht so viel Verkehr wie in Nordindien. Aber hier in der Stadt, da ist natürlich wieder richtig viel los. Also der K2, der zweithöchste Berg der Welt, ist weniger als 100 Kilometer entfernt. Und hier gibt es so ein paar Aussichtspunkte, von denen man den sehen kann. Aber man muss allerdings sehr weit hochgehen. Zum Beispiel da oben auf diesem Berg ist aber nochmal 2.500 Meter hoch. Müssen wir nochmal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. So, wir haben es zum heutigen Stellplatz geschafft. Voll das schöne Panorama. Da oben irgendwo ist der andere Viewpoint. Sieht alles von hier aus gar nicht so schlimm aus, aber 2000 Meter und dann wieder mit Höhenkrankheit und so, das wäre schon krass. Keine Ahnung, aber jetzt sind wir so nah am K2, das nicht zu sehen wäre auch irgendwie blöd. Mal sehen, auf jeden Fall ganz cooler Ort. Wir befinden uns ja hier gerade so halb illegal im Land, weil die sich mit unserer Visa-Verlängerung nicht melden. In der Zeit kümmere ich mich jetzt aber mal darum, ein Iran-Visum zu kriegen, damit wir wenigstens dann legal ins nächste Land fahren können und die uns überhaupt reinlassen. Und das machen wir jetzt wieder über so eine Agentur, weil ohne funktioniert es meistens nicht. Und wir haben gehört, dass viele, die aus Europa jetzt in den Iran fahren wollten, kein Visum bekommen haben. Alle, die wir kennen, die aber quasi wieder aus Südasien und so, also von Indien und so weiter und Pakistan in den Iran gefahren sind, haben es gekriegt. Also drückt uns ganz doll die Daumen, dass wir das auch kriegen, weil wenn wir jetzt kein Visum für den Iran kriegen, dann, weiß ich auch nicht, müssen wir von Pakistan aus verschiffen oder so. Hier ist schon so ein bisschen Sackgasse und das ist schon auch was einen immer ganz schön beschäftigt, ob man da jetzt alle Visa kriegt und das alles so funktioniert, weil sonst hat man halt ein echtes Problem.
Ja, heute ist so ein richtiger, wir organisieren ganz viele Sachen-Tag, weil es ist nicht nur unser Pakistan-Visum abgelaufen inzwischen, sondern auch unser Carnet de Passage quasi, der Reisepass für unseren Van. Das ist ja so ein Zolldokument und in jedem Land, also ab dem Iran braucht man das, Indien, Nepal und so weiter. Und dann wird immer bei der Einreise gestempelt und bei der Ausreise. Und wenn dann alles am Ende gut gelaufen ist, dann kriegen wir unsere fette Kaution beim ADAC zurück. Also man muss ja quasi den Fahrzeugwert dort hinterlegen. Und mit diesem Dokument müssen wir halt keine Importsteuer zahlen, weil wir quasi damit garantieren, dass wir das Fahrzeug auch wieder exportieren. Also quasi nicht in den lokalen Handel geht. Naja, wie auch immer, das ist inzwischen abgelaufen, ist aber erstmal gar nicht so schlimm, weil man reist dann, wir haben jetzt quasi ja hier den Eingangsstempel aus Pakistan und dann kriegen wir da auch den Ausgangsstempel, aber wir müssen natürlich fürs nächste Land das auch wieder haben und ich glaube, wir müssen auch zeigen, dass wir dann immer noch ein gültiges haben. Da waren die nämlich bei der Einreise auch schon so, oh, euers läuft bald ab. Das haben wir jetzt ja bestellt, ein neues, das läuft immer ein Jahr. Das ist bei Lauras Mutter inzwischen angekommen. Man kann es auch direkt sich schicken lassen, kostet aber irgendwie 90 Euro. Und wir dachten, wir verschicken es lieber einfach selber und sparen dann ein bisschen Geld. Wird jetzt aber doch nicht so viel weniger, weil es sind halt, ne, das kostet halt 350 Euro normal. Und wenn man ADAC-Mitglied ist, dann nur 250, aber dann muss man natürlich die Mitgliedschaft bezahlen und so weiter. Und deswegen wollen wir es eigentlich lieber versichert verschicken, falls es dann irgendwie verloren geht, dass wir da das wiederbekommen würden. Aber versichert geht nur ein Paket und das kostet dann auch fast 50 Euro. Naja, müssen wir jetzt noch mal gucken. Da sind wir gerade online bei der Deutschen Post und DHL mal am Schauen. Und dann kann das hergeschickt werden. Und wir haben in Islamabad, da gibt es so einen DHL-Shop, neben dieser Agentur, wo alle ihr Indien-Visum beantragen. Und da haben wir nachgefragt und da können wir das hinschicken lassen. Also das machen wir heute auch. Und wir haben uns auch mehr oder weniger dazu entschieden, diese Wanderung zum K2 Aussichtspunkt zu machen. Also von da sieht man sogar 5 Berge, die über 8000 Meter hoch sind. Also 5 der 14 8000er. Also schon irgendwie was Einmaliges. Aber ich habe auf meine Offline-Karte geschaut, da sind eigentlich immer alle Wege und so eingezeichnet, der diesmal nicht. Und auch hier ist noch ein anderer Aussichtspunkt, zudem auch nicht. Ist ein bisschen komisch, auf Google Maps halt auch nicht. Wir haben so ein paar Videos gefunden und so, wo die Leute zeigen, wo sie da lang gegangen sind. Also wir werden nochmal nach so, es gibt ja auch so diese Wander-Apps, wo dann so Wanderwege eingetragen sind, da gucken wir nochmal. Ansonsten müssen wir uns das irgendwie selber mit Google Maps und so, irgendwie so Wegpunkte setzen und so weiter. Man kann auch irgendwelche Guides buchen, aber für uns beide wären das halt irgendwie so 500 Euro und das sind halt dann so, man wandert irgendwie 2 Tage hoch und 1 Tag runter. Ja, könnte man auch mal machen. Ich meine, Preis-Leistung ist glaube ich ganz okay. Ich meine, die schleppen einem da auch die Sachen hoch und Essen ist glaube ich inklusive und sowas alles. Aber 500 Euro ist halt quasi das Budget für einen ganzen Monat für uns und das wollen wir jetzt nicht nur in 3 Tagen ausgeben und weiß nicht, den Fluss entlang und auf den Berg hoch. Ein Weg, den es gibt, den finden wir auch selber. Dann haben wir jetzt auch unsere komplette Reiseliste für den Iran abgeschickt. Da muss man nämlich so ausfüllen, was man in den 45 Tagen, die man Visa beantragen kann, jeden Tag machen will und wo man so ist und so. Das haben wir jetzt gemacht. Und die sind voll modern. Weil man sogar bei Job kann man so auswählen World Explorer, also die checken so ein bisschen, dass Leute, die gerade auf Reisen sind, vor allem mit dem Van, nicht unbedingt gerade einen Job haben und dann habe ich da einfach hingeschrieben, ja, das machen wir gerade und wir leben von Erspartem und man kann halt auch angeben, dass man campt und soll dann irgendwie, statt Hotel kann man dann halt auch angeben, dass man in irgendeinem Park in der Stadt übernachtet oder so, aber wir haben jetzt hier unsere Liste sehr auf Städte fokussiert. Und ja, nicht, dass wir jetzt Wildcamp machen und so, das soll man nämlich nicht, sondern schön die Städte, schön viel Sightseeing, das ist der Plan für den Iran. Jedenfalls für die Visa-Agentur. So, wir haben ja noch ganz lange überlegt, wie wir jetzt das Carnet hierher bekommen von deiner Mutter aus. Ob wir es versichert mit einem Paket schicken, dann ist das aber ein 5-Kilo-Paket für 50 Euro oder als Päckchen, dann ist es nicht versichert. Tun wir da noch was rein, bleibt das dann im Zoll hängen oder nur als Brief unversichert? Also viele Möglichkeiten. Und da haben wir jetzt mal Shannon und Markus von Vergnügungsverfahren gefragt, weil die haben sich ein Paket mit Ersatzteilen und einmal einen Brief mit dem Ausweis nach Indien schicken lassen. Und Indien ist ja zollmäßig die größte Katastrophe überhaupt. Und deswegen meinten die, und in Pakistan erwarten wir das so ähnlich, deswegen meinten sie, macht das bloß nicht mit einem Paket und andere Sachen drin.
Weil, wie lange? 5 Wochen hing das im Zoll. Es hat 3 Tage von Deutschland nach Indien gebraucht und dann war es aber 5 Wochen irgendwo in Indien. Ja, da sieht man halt, wie schwierig das alles so ist, sobald man den Schengen-Raum verlässt und es irgendwie keine zollfreie Zone mehr ist. Und ja, sowas gehört halt auch dazu. Aber wir machen es jetzt einfach auf den sehr einfachen Weg, dass wir es als Brief normal verschicken. Wir glauben auch, das geht da ein bisschen schneller. Da kann jetzt eigentlich keiner ein großes Interesse haben und da ewig lange reingucken und überlegen, was das ist und irgendwie zählen, was das alles für Snacks sind und ob das jetzt verzollt werden muss oder nicht. Und hoffen, dass das dann schnell und problemlos geht. Ja, und wenn es verloren geht, haben wir gehört, stellt der ADAC einem das auch nochmal aus und dann müssen wir nicht nochmal die 250 € zahlen. Deswegen wollten wir es eigentlich versichern, aber ist wohl nicht nötig. Haben wir gehört, ne? Wir hoffen einfach, es geht so ganz glatt. Also nur ein Brief mit den Dokumenten und fertig. Genau. So, dann schaffen wir es auch mal, uns hier ein bisschen zu bewegen. Wir sitzen echt ein bisschen viel rum. Tja. Und da drüben ist übrigens Kaplu, die Stadt, wo wir gestern auch einkaufen waren. Also wir sind genau gegenüber. Vielleicht hört man auch die Moschee im Hintergrund. Heute ist Freitag und es wird ja auf jeden Fall 5-mal am Tag gesungen. Das erste Mal irgendwie morgens um 4. Das hören wir zum Glück in letzter Zeit dann doch nicht mehr, weil schlafen wir immer noch. Ja, stimmt. Aber manchmal wacht man halt davon auch auf um 4 Uhr morgens. Ja. Naja, wir laufen jetzt mal hier die Straße entlang. Ja, der Nachteil daran, dass hier jetzt nicht so Massentourismus ist, wie halt in Ladakh und so, dass noch nicht so touristisch ausgebaut ist natürlich, dass wir uns so ein bisschen fragen, ja, was genau machen wir denn jetzt hier eigentlich? Weil es ist voll schön und es ist natürlich auch toll, an tollen Stellplätzen zu stehen. Aber ja, jetzt können wir hier halt langlaufen und so, aber mehr so machen, keine Ahnung, wissen wir einfach noch nicht so, was wir machen können, weil wir halt auch nicht Profi-BergsteigerInnen sind, die jetzt sagen, okay, ich laufe da hoch, ich laufe da hoch, ich laufe da hoch, sondern uns halt genau überlegen müssen, schaffen wir das auch, ist das realistisch oder eine Nummer zu groß für uns. So, ein Flipflops. Ja, ich kann auch barfuß, aber es tut immer so weh. Ich meinte, du hast keine Kletterschuhe. Nee, die habe ich gerade nicht dabei. Komisch. Hier, erster Move. Oh. Erster und letzter. Also, hier gibt es ja wahrscheinlich 1000 Dinge, die man machen kann. Klettern, wandern und so weiter. Bei uns hapert es einfach daran, dass wir noch nicht herausgefunden haben, wo wir danach suchen müssen und wie wir das dann finden. Weil hier ist ja auch einfach viel mit so Guides und so weiter, die einem wahrscheinlich dann den Weg zeigen könnten und so. Aber wir würden es halt gerne so ein bisschen unabhängig und freier machen und wie wir wollen. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden das heraus. Und es gibt hier ja dann auch Hunza und so sind dann, glaube ich, die ein bisschen touristischeren Gegenden. Willkommen zu einem neuen Tag. Heute fahren wir weiter. Wir machen noch ein paar Erledigungen, um dann morgen auf die krasse Wanderung zu gehen. Wir machen jetzt nochmal ein richtig lustiges Wasser auffüllen. Das ist ja immer ein bisschen anders und immer irgendwie auch manchmal ein bisschen schräg. Oh je. Heute haben wir hier eine Quelle gefunden. Die kommt hier direkt aus dem Berg. Und hier sind auf dieser Straße, an diesem Fluss entlang und an diesem Berg entlang sind halt überall so, kommt halt überall so Wasser aus dem Berg. Und jetzt haben wir halt unseren langen Schlauch einfach da ganz weit reingesteckt. Da ist es dann sauber und noch keine Pflanzen. Und dann geht das erstmal in den Kanister und dann von den Kanister in den Tank, weil ja, anders geht es bei uns leider gerade nicht. Aber es ist sehr gutes, klares Quellwasser. Alternative wäre halt irgendwie in der Stadt wahrscheinlich auffüllen, aber da weiß man immer nicht so, wie da die Qualität ist. Wir haben uns jetzt für eine Wanderung entschieden, aber nicht die ursprüngliche, die hier hochgeht zum Aussichtspunkt, weil da haben wir einfach nicht genug Informationen gefunden und auf der Satellitenkarte konnte man jetzt den Weg auch nicht so gut sehen, weil ne, da oben ist dann im Winter auch immer Schnee und da laufen jetzt nicht so viele hin. Dann sind die Wege halt nicht mehr so klar ersichtlich. Aber hier gibt es noch einen zweiten Aussichtspunkt am Bara-Brock-See heißt es. Das ist auf der anderen Seite auf dem Berg und das ist eine bisschen bekanntere Wanderung, weil da ist auch noch so ein Gipfel, der Moses Peak heißt es. Und da haben wir ein bisschen mehr Informationen zu gefunden, sogar von jemandem, der hat so einen Blog-Eintrag gemacht und halt über diese Wanderung geschrieben. Und
ich habe auch erst dort auf der Karte geguckt, okay, dann habe ich halt mal auf der Karte rumgescrollt, eine Markierung gemacht, das in meine Offline-Karte kopiert und so. Das ist natürlich ziemlich mühsam und da konnte man auch nicht überall den Weg sehen. Und auf diesem Blog-Eintrag war das aber ganz gut beschrieben. Und dann habe ich sogar entdeckt, der hat sogar, wenn man mit so einem GPS wandern geht, dann kann man ja seinen Weg quasi aufnehmen. Und dann markiert es das quasi auf der Karte, wo man lang gegangen ist. Und der hat davon diese Datei hochgeladen. Und ein bisschen mit ganz viel Mühe konnten wir die dann runterladen, öffnen. In unserer Offline-Karte konnten wir die aber auch nicht öffnen. Und dann haben wir aber in Google Maps und so, jetzt haben wir es auf Google Maps, aber zur Sicherheit wollten wir das halt auch in der Offline-Karte. Und da habe ich dann halt genau auf dem Weg, der war aber voll gut zu sehen, dann dort immer halt den Punkt markiert und dann auf der Karte. Jetzt habe ich, glaube ich, so um die 300 Wegpunkte, wo wir dann jetzt hier zu diesem See laufen können. Und es sind so gute 20 Kilometer, 2000 Meter hoch. Wird auf jeden Fall anstrengend, aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen guten Plan und ein Wissen, wo wir lang müssen und so. Das ist das Wichtigste. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen einkaufen, dass wir genug Essen haben, weil wir planen mal so mit hin und zurück 4 Tage, vielleicht 5 Tage. Und wir müssen natürlich auch hoffen, dass das Wetter gut ist, weil jetzt ist gerade ganz wolkig. Da sieht man auf jeden Fall kein K2 oder andere hohe Berge. Aber in den nächsten Tagen soll das Wetter besser werden. Und natürlich machen wir uns echt ernsthafte Gedanken über das Wetter, aber auch über Höhenkrankheit. Also unser Motto ist ja einfach, wir versuchen Dinge und wenn es nicht klappt, so Worst Case ist halt, wir schaffen es nicht oder ich schaffe es vor allem nicht, weil meine Kondition ist echt nochmal ein bisschen schlechter und es geht ja wirklich sehr steil bergauf und ich war ja das letzte Mal auch sehr von Höhenkrankheit betroffen. Also was nicht geht, geht halt dann nicht, aber wir wollen es wenigstens versuchen, weil jetzt so nah am K2 zu sein und ihn nicht zu sehen, ist halt auch irgendwie schade. Da wollen wir wenigstens gucken, ob wir es nicht doch schaffen, ihn zu sehen. So, zurück in Kap Lu. Es scheint neues Obst und Gemüse zu geben, weil halt irgendwie die Straßen gesperrt waren, gab es irgendwie eine Woche keine neue Lieferung. Und wie wir auch schon mal gesagt haben, es gibt überall, egal wo wir bisher waren auf der Welt, also jetzt auf unserer Reise, gibt es immer genau die gleichen Sachen. Ne? Also hier haben wir Kartoffeln, es gibt immer Tomaten, es gibt immer Zwiebeln, Knoblauch, grüne Paprika, Karotten, Kohl und Blumenkohl. Ja, und hier gibt es dann halt noch Mangos und Bananen, aber so diese Sachen, die gibt es echt immer überall. Das ist richtig lustig. Aber da gibt es hier nicht so viel Auswahl, deswegen gibt es halt nur die paar Sachen. Aber wir brauchen ja eh noch was für heute noch und morgen wandern werden. So, 10 Brote haben wir auch noch gekauft. Ja, kurzer Brunch in der Fußgängerzone, damit wir die Kraft haben, gleich noch mehr einzukaufen. Wir sind zurück. Wir haben noch ein paar Samosas gefunden. Hoffentlich sind die auch vegetarisch, weil hier ist das ja immer so ein bisschen... Hier gibt es sehr viel Hühnchen, hier ist alles mit Hühnchen. Hühnchen oder Ziege. So, und dann haben wir für unsere Wanderung wieder so Elektrolyte gekauft. Diesmal mit Orangengeschmack. Naja. Banane war nicht so gut. Ja, naja, ging. Das wird bestimmt auch nicht so gut sein, aber es hilft halt voll, wenn man höhenkrank ist. Und dann haben wir auch noch Paracetamol, also Schmerztabletten gekauft, weil man ja dann da oben in der Höhe vielleicht, vermutlich, wieder Kopfschmerzen hat und so und das erstmal eine ganz gute Hilfe ist. und die machen das Blut dünner, weil das bei Höhenkrankheit genau. wird das Blut auch so dick und die machen das dünner. Das soll also auch sehr helfen. Ja. Und wir haben sogar noch Silikon gefunden, weil wir ein paar Sachen nochmal abdichten müssen. Ja. Jetzt nicht für die Wanderung, aber für das Auto. Aber hier gibt es echt alles in diesem Ort. Dafür, dass wir irgendwo in Pakistan im hohen Norden des Landes sind. Die machen sogar so Holzbretter selber hier. Also alles. Wir haben hier schon Renovierungsideen, aber das ist dann logistisch wieder so ein bisschen schwierig. Aber theoretisch würde man hier alles finden. Ja, und dann haben wir auch für die Wanderung ein paar Tüten Chips gekauft. Da lassen wir dann noch ein bisschen die Luft raus, weil das einfach schnelle, zackige Kalorien sind und wenig Gewicht hat. Mhm. Und dann haben wir jetzt hoffentlich genug Essen für die Wanderung. Ich meine, als ich höhenkrank war, das letzte Mal hatte ich auch nicht wirklich Appetit, aber einen Berg hochlaufen, ohne was gegessen zu haben, dann ist man unterzuckert, dann ist auch höhenkrank Kacke. werden wir erst ganz am Ende. Ja, und erstmal müssen wir da ja hochkommen. Ja. Von daher sind wir Da jetzt gut brauchen wir viel ausgestattet. Ja. Aber dann wird das jetzt. In der nächsten Folge sehen wir, ob wir es wirklich schaffen, weil dies wird neben unserer fehlgeschlagenen Olympbesteigung die anspruchsvollste Wanderung, die wir je gemacht haben. Schaltet also wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.